Wir wollen uns der Utopie eines umweltfreundlichen Lebens annähern. Und dazu gehört auch Bemühungen um eine klare Struktur, um eine angemessene Form und Kommunikation, um gute Gestaltung, um Qualität im Design zu unterstützen. Der Bundespreis Ecodesign ist die höchste staatliche Auszeichnung für ökologisches Design in Deutschland. Seit 2012 wird der Preis jährlich vom Bundesumweltministerium und dem Umweltbundesamt in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Designzentrum Berlin verliehen. Als nicht kommerzieller Designpreis steht er für Qualität und Glaubwürdigkeit. Die multimediale Installation und Virtual Reality Experience Expedition 2 Grad gewann im Jahr 2020 den Bundespreis Ecodesign in der Kategorie Konzept. Die Züricher Hochschule der Künste und die Universität der Fribourg beleuchten hier die Herausforderungen des Klimawandels am Beispiel aktueller Forschungen im hochalpinen Raum. Durch solche Plattformen, durch solche Preise, Ehrungen, Auszeichnungen erhalten wir einfach eine größere Aufmerksamkeit. Eine große Herausforderung in solchen Projekten ist ja immer die Finanzierung. Durch dieses Projekt eigentlich konnten so Aufmerksamkeit für weitere Projekte generiert werden und diese auch zu finanzieren. Dass wir den Preis erhalten haben, hat unter anderem bewirkt, dass wir besser gesehen werden. Wir werden auch angefragt heute für internationale Ausstellungen. So können wir zum Beispiel dieses Sommerhalbjahr das Projekt Expedition 2 Grad auch in Venedig zeigen, an der Architekturbiennale, was ein ganz toller Erfolg ist und was unserer Absicht entspricht, möglichst viele Menschen mit dem Thema in Kontakt zu bringen. Der Bundespreis Ecodesign zeichnet zukunftsweisende Konzepte, Produkte und Dienstleistungen aus, die aus Umwelt- und Designsicht überzeugen. In einem mehrstufigen Bewertungsverfahren werden alle Einreichungen von einem Expertengremium geprüft. Eine interdisziplinär besetzte Jury entscheidet dann über die Nominierungen und die Preise. 2019 gewann die Firma Saint-Gobain Weber GmbH den Bundespreis Ecodesign in der Kategorie Produkt. Mit dem Weber Term Circle, einem recycelbaren Wärmedämmverbundsystem, das sortenrein getrennt und so der Wiederverwertung zugeführt werden kann, begegnete man der mangelnden Ressourceneffizienz im Bauwesen. Durch den Nachweis, der geführt wird, auch vom Bundesumweltministerium, dass man sich wirklich genau anguckt, was da gemacht wird und dass das nicht einfach nur Phrasen sind, findet man damit eine sehr hohe Bereitschaft, den Preis auch zu akzeptieren, dass das auch wertig ist. Man muss sich vorbereiten, man wird streng geprüft. Das ist also wirklich für mich eigentlich der Ritterschlag für das System dann. Und so setzen wir es auch entsprechend ein. Und deswegen haben wir das jetzt schon das zweite Mal gemacht und ich bin sicher, wir werden das noch ein drittes Mal machen. Ich unterstütze den Preis deshalb, weil ich der Meinung bin, dass eben Produktinnovation oder auch Design eigentlich nur Sinn machen, wenn sie auch nachhaltig und ökologisch und in der Hinsicht innovativ sind, dass sie eben einen interessanten CO2-Footprint haben. Die Green Moves Rheinland GmbH hat mit Donkey einen Service realisiert, bei dem Lastenräder mit Elektroantrieb an das Prinzip des Bikesharings gekoppelt sind. So bietet Donkey VerbraucherInnen in Großstädten eine ressourcenschonende Alternative zum eigenen Pkw. Also wenn man eine neue Idee versucht zu verwirklichen und dazu wahrscheinlich ein neues Unternehmen gründet, dann kennt das ja erstmal niemand und dann fehlt Vertrauen. Um dieses Vertrauen zu schaffen, ist so ein renommierter Preis von einer renommierten Jury sehr, sehr hilfreich. Dann ist das einfach auch fürs Team ein großer Motivationsschub und gibt ein bisschen Sicherheit. Ja, wir sind ja auf dem richtigen Weg. So verkehrt kann das nicht sein, was wir hier machen. Durch die PR rund um diesen Preis, durch die Preisverleihung, durch die Leute, die da sind, gewinnt man auch einfach an Bekanntheit. Das ist auch eine große Hilfe. Das ist auch ein Mutmacher hier, so einen Designpreis zu haben. Und wenn man die Arbeiten anschaut, merkt man dass das funktioniert. Also auch die Qualität und die Menge der Einreichungen der Studierenden, die hat durchaus zugenommen. Ina Budde hat sich mit Circular Fashion der Vernetzung kreislauffähiger Textilwirtschaft gewidmet und ein überzeugendes Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung ihres Konzeptes geliefert. Dafür erhielt sie 2017 den Bundespreis Ecodesign in der Kategorie Nachwuchs. Dieser Preis war natürlich eine wahnsinnig große Ehre und hat uns eben auch sehr viel Sichtbarkeit erlaubt und gegeben in der Industrie, sodass wir heute auch mit Partnern
wie Hubos, Zalando, H&M zusammenarbeiten, um wirklich auch das kreislauffähige und nachhaltige Produktdesign zu optimieren. Wir haben nur einen Planeten und wir überschreiten die Grenzen schon bei weitem, beim Klimaschutz zum Beispiel oder auch bei biologischer Vielfalt. Das heißt, wir sollten sorgfältig damit umgehen, ressourcensparend Produkte einsetzen, recycelbare Produkte einsetzen, upcycelbare, und das Ganze kann toll aussehen. Es sind Menschen wie Sie mit Ideenreichtum, mit Fantasie, mit unternehmerischem Mut, die solche Produkte schaffen. Und da kann ich mich nur wiederholen, unser aller Leben auch damit schöner, besser, nachhaltiger machen. Für Menschen wie Sie haben wir den Bundespreis Ecodesign ausgelobt. Alle Informationen zum Wettbewerb finden Sie auf bundespreisecodesign.de.